Hallo, willkommen im 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema fallender US-Dollar-Index gleich steigende Goldaktien. Disclaimer. Fallender US-Dollar-Index gleich steigende Goldaktien 2022, 2023. Der US-Dollar-Index könnte wieder auf 96, jetzt aktuell 106 sinken. Ein sinkender US-Dollar-Index war in der Vergangenheit immer meist gut für Goldaktien. Von den aktuellen Tiefs ähm, aus den beiden Goldaktienmärkten können wir mindestens einen 6 bis 12 Monate dauernden Anstieg bei Goldaktien erwarten. Ja, schauen wir uns das an. Wir haben ja im Grunde genommen gerade jetzt eigentlich die Dezimierung der Goldaktien erlebt und das fiel im Grunde genommen mit einer Phase hier zusammen des Anstiegs des Dollarindexes. Hier wurde ein Wendepunkt erreicht und jetzt meinen die Statisten, dass das hier, sage ich mal, bis Mitte ungefähr 2023 wieder zurückgehen. Das würde natürlich die Goldaktien unterstützen, sowie ein Anstieg dann wieder gefährlich wäre, theoretisch. Also von dieser Hinsicht werden wir charttechnisch unterstützt wenn man den US-Dollar-Index beobachtet. Und auch in der Vergangenheit war das im Grunde genommen so. Immer, wenn er stark gefallen ist, hier wie 2020 beispielsweise, gab es auch eine Goldaktienrelle, oder hier wie 2016 beispielsweise, oder auch wie quasi hier 2011 und hier von der Finanzkrise. Auch da stieg der Dollarindex mit einmal schlagartig hoch. Und genau von diesem Punkt aus wäre es super interessant gewesen, in Goldaktien zu sein. Ist nicht eine 1 zu 1 Beobachtung, Korrelation, aber ich denke mal, unterstützend sollte diese Bewegung aktuell sein. Ja, Gold-Silber-Ratio fällt von 95 auf 89. Auch die Gold-Silber-Ratio beginnt zu fallen, also Silber steigt stärker als Gold, was auf einen Goldaktien-Bullenmarkt hinweist. Das mittelfristige Ziel ist 30, vielleicht irgendwann 2023. Genau wie 2011 wurde diese Ratio auch von 95 also 2008 auf 30, 2011 gefallen. Das ist fast die identischen Werte. Hier sehen Sie das doch mal an dem Langfristchart. Wir sind jetzt aktuell hier. Das ist identisch mit der Situation hier in der Finanzkrise sozusagen. Und als denn das erledigt worden ist, die Leute ihre Goldaktien, Goldassets verkauft haben, geglaubt haben, es steigt nicht wieder, kam es zum 2 Jahre heftigen Bullenmarkt. Und wir können jetzt aktuell sogar sagen, dass ein Teil des Goldaktienbullenmarkts eigentlich schon gelaufen ist. Wenn wir das sehen, passiert eigentlich genau das hier von der Finanzkrise jetzt nur mit einer stärkenden Magnitude. Und jetzt, wenn man dieses Herunterschlagen also dieser die absinkende Ratio machen, müsste jetzt von diesen Bedingungen einfach ein absolut lukrativer Goldaktien Bullenmarkt entstehen, genauso wie er das eben auch von hier war an der Spitze 2011. Und da war eben das Signal Gold-Silber-Ratio 30 Punkte. 30 Punkte, wie dann hier vielleicht auch irgendwann. Und da sollte man sich dann spätestens aus dem Goldaktiensektor entfernen. Also wir wissen es nicht, ob es dann nochmal wieder zu einer Verkleinerung, zum Anstieg der Goldaktienratio kommen kann, weil irgendwas passiert und dann vielleicht ganz final die Gold-Silber-Ratio auch irgendwann mal auf 15 oder so fällt. Aber so weit denken wir gar nicht. Wir sehen einfach jetzt nur, dass die Gold-Silber-Ratio jetzt auch auf 30 Dollar ganz ähnlich wie 2011 machen sollte. Und das spricht alles für einen wirklich starken Goldaktienmarkt. Ja, und auch generell, wenn man jetzt sich die Bewegung bei Gold ansieht, es hat eigentlich seinen Boden gefunden, ist aktuell abgeprallt. Also mit etwas Glück ist dann auch diese Korrektur eigentlich vorbei, aber das weiß man nie. Die können sich natürlich immer wieder
Zusammenleben verabreden und den Markt nochmal dezimieren. Aber ich denke nicht. Ich denke, Gold wird in den nächsten 6 bis 12 Monaten steigen. Und das, wie ich gesagt habe, fällt zum einen zusammen mit der sinkenden Gold-Silber-Ratio von jetzt hier, also 95, vielleicht in der Spitze auf 30. Das ist sicherlich eine Begleiterscheinung des kommenden Goldaktienmarkts und eben auch das Anstieg, wie ich es gescheite, oder des Abstiegs, des Zurückgangs des Dollarindex. Also beides sind ideale äh, Treibstoffe für Goldaktien. Ja, ein Silberprojektgenerator in Mexiko mit sehr hohem Risiko. Ähm, Was sind dort die Highlights? Was sind die Superlative? Es sind eben sehr große Silberressourcen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung. Zusätzlich haben sie sehr große Mengen an Zink sowie weiteres Explorationspotenzial. Also das Unternehmen ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Sierra Morada in Coahuila, Mexiko beschäftigt. Das Projekt ist Teil eines großen Landpakets, das aus 20 Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 6.500 Hektar besteht und einem historischen hochgradigen Silber-, Blei- und Zinkabbaugebiet liegt, das 1879 entdeckt wurde. Sie haben eine auch Measured and Indicated, eine globale Ressource von 3,6% Zink, 50 Gramm Silber, also 4.670, also 4,67 Milliarden Pfund Zink und 90,8 Millionen Unzen Silber. Also mittleren Grades, wenn man das in die Potentialformel tut. Ich meine, das Unternehmen hatte einige Probleme, es gab auch mit der Community einige Schwierigkeiten. Das Ganze ist eben sehr hohes Risiko. Aber wenn man dann einfach die Anzahl der Unzen ohne das Zink hier zu berücksichtigen, sage ich mal, in Verbindung bringen mit der Marktkapitalisierung, kommt man eben auf einen Potenzialfaktor von 281, was gigantisch ist. Das heißt, wenn Silber auf über 50 steigen sollte oder Gold eben 2500, könnte die Aktie nach dieser Formel theoretisch um das 280-fache steigen. Davon gehen wir selbstverständlich nicht aus, aber wovon man ausgehen kann, dass wenn die zumindest überlegt, wenn keine weiteren Probleme eintreten können, wie gesagt, es ist sehr hohes Risiko, können so eine Aktie im Silberboom auch schnell wieder bei 1 Dollar sein, 2, 3, 4, 5 oder 10. Und dann, das Zink ist noch gar nicht bewertet. Und deswegen sollte man sich zumindest mal angeguckt haben, die Aktie. Aber wie gesagt, sehr hohes Risiko, keine Kaufempfehlung an der Stelle. Ja, nochmal zum Super Goldstock Watchlist. Dazu wollte ich auch noch mal kurz eine andere Grafik zeigen. Und zwar hier. Ja, das ist auch ein Vergleich von Gold und Goldminen. Und Sie sehen, die Diskrepanz, ja, war im Grunde genommen nie größer. Das heißt, Gold ist im Vergleich, also es ist gar kein Vergleich, wie tief Goldaktien bewertet sind. Und irgendwann, denke ich mal, tritt eine Situation ein, wo diese Goldaktien und Gold auch wieder sich treffen sozusagen. Da ist so viel Aufwärtspotenzial. Und das ist auch der Grund, warum im Goldaktiensektor geht. Ich meine, wir brauchen eben eine Situation, wo idealerweise Goldaktien sozusagen überschießen oder sich zumindest treffen. Wir wissen beispielsweise, wo das letzte Mal war das hier 2004. Das wissen Sie, das kann ich Ihnen aber vielleicht auch noch im Anschluss zeigen. Das ist ja dieser Hui Gold Aktiensektor, Goldsektor, der ungefähr jetzt bei 0,11 ist. Und der war im Jahr 2004 bei 0,63. Also das war ein Zeichen, dass Goldaktien über Gold enorm überbewertet sind. Und da sehen Sie auch, hat sich das Gold mit den Goldaktien hier im Grunde genommen auch getroffen. Und seitdem hat es eigentlich verloren.
Und das passt eben mit dieser, also ich werde Ihnen dieses Video verlinken, mit dieser Hui-Gold-Ratio zusammen, dass sie 2004 hatten Goldaktien ihren absoluten Höhepunkt im Verhältnis zu Gold und sind eigentlich deswegen immer schwächer geworden. Das muss man sich ja vorstellen. Aber wir denken, jetzt ist der Boden erreicht und irgendwann wird sich das auch drehen. Und da haben eben unheimlich viele Leute Geld gemacht, die jetzt hier in den 2000er Jahren eingestiegen sind mit Goldaktien und die dann so enorm angestiegen sind bis zu eben diesem Punkt. Und im Grunde genommen wäre die beste Strategie gewesen, hier in der Frühphase, wie wir es ja jetzt auch machen, Goldaktiengewinne einfahren, wenn sie überbewerten oder teuer werden, verkaufen und Gold und Silber selbst davon kaufen. Das wäre hier von 2000, wenn man das als Ereignis sieht, Ereignis 1 damals wäre eben gewesen Goldaktien, Jahr 2000 bis 2004. Dann im Grunde genommen einfach Gold und Silber horten. Und je nachdem, ob sich am Markt dann zum Beispiel nochmal eine günstige Sondersituation gibt, hätte man zum Beispiel von diesen gehorteten Gold- und Silbergewinnen, wenn das niedriger ist, einen Teil hätte verkaufen können und hätte zum Beispiel zu diesem extremen Tiefpunkt hier nochmal einsteigen können und mittels des Zurückschnappen der Goldaktien noch mehr Geld machen können, hätte wer wieder mit den Gewinnen in Gold gewesen, wartet auf die nächste große Situation 2016, macht nochmal große Gewinne mit Goldaktien, verkauft die Goldaktien, hat ja wieder mehr Gold generiert und dann wäre irgendwann vielleicht 2020 gekommen mit dem Tief, hätte wieder mehr Gold gemacht mit Goldaktien, hätte vorausgesetzt, man hätte das dann verkauft. Natürlich tun wir das nicht unbedingt, weil wir ja auf den großen Move warten, der hoffentlich jetzt kommt. Und man hätte im Grunde genommen jetzt wäre diese Strategie Gold versus Goldaktien, also auch verkaufen. Immer wenn Goldaktien teuer sind, davon mehr Gold kaufen und immer wenn sie günstig sind, die Goldaktien, Sie sehen das ja in diesen Charts, dann im Grunde genommen etwas Gold kaufen und reinvestieren. Also das ist eine wunderbare Strategie im Grunde genommen, einfach dieser Wechsel von Gold und Goldaktien. Andere machen das ja auch mit Gold und Silber, indem sie diese einfach durch kluges Hin- und Herkaufen, Hin- und Herschichten von der Ratio. Ich meine, mal ist Gold, Silber mal bei 124, wie jetzt zum Beispiel 2020 gewesen. Also eine Unze Gold musste man 124 Unzen Silber hinlegen. Irgendwann hatte ich ja gesagt, 2011 war es bei 30. Und dann kann man eben, dann verkauft man wieder sein Silber und und kauft davon mehr Gold. Also das heißt, diese beiden Doppelstrategien wären im Grunde genommen, klar, hinterher ist man immer klüger, aber wäre die Erfolgsstrategie schlechthin gewesen. Einfach ständig im Grunde genommen Gold und Silber tauschen, von dieser Ratio aus gesehen, mal ist teuer, mal ist billig. Einfach nur eine Scharade, nur Gold ohne weiteres Risiko. Natürlich jetzt Umtausch und Kaufgebühren jetzt mal von abgesehen. Es geht hier um einen theoretischen Ansatz. Und dann zum anderen natürlich Goldaktien. Mal sind Goldaktien derartig ausgebombt wie hier im Jahr 2000 oder wie eben jetzt hier mal in 2020, dass die Performance eigentlich durch das Wiederhochschnappen einfach viel höher ist. Und dann hat man diese Gewinne, nimmt die mit. Und sobald dann Goldaktien mehr oder weniger wie 2011, das macht natürlich keiner, im Gleichgewicht ist, sondern es tauchen dann Leute aus, Gold steigt auf 5000, es geht alles ewig hoch und so weiter. Und die geben dann ihre Gewinne ab. Das darf man eben nicht. Wenn solche Leute auftauchen, ist es ein Signal, die Goldaktien zu verkaufen, um im Zweifelsfall von diesem Gewinn mehr Gold und Silber kaufen. Und sie können im Grunde genommen aussitzen und auf die nächste große Marktopportunity warten. Das heißt jetzt in unserem Fall, wir machen jetzt mit Goldaktien, hoffentlich können wir mehr Gold und Silber kaufen, legen das beiseite und warten, bis irgendein Event, vielleicht sind es nochmal Goldaktien, vielleicht ist ja dieser Zyklus länger, wir haben ja keine Glaskugel, dann könnte man vielleicht nur bei billigen Goldaktien einsteigen oder eben auch nicht. Wenn die Maximalwerte von Gold und Silber in einer wirklich schweren Krise, systemischen Krise erreicht werden kann, dann kann man die gesamte Assetklasse wechseln und kauft von diesem Gold und Silber eben Top-Aktien, Top-Fonds, sofern sie noch existieren, etc. Also so, das wäre rückblickend eigentlich im Grunde genommen die erfolgsversprechende Strategie gewesen. Und also ich
kenne eigentlich kaum Leute, die das so durchgezogen haben, sondern im Grunde genommen die meisten kaufen eigentlich eben dann Gold und Silber. Wenn es alle kaufen, wenn es heiß ist, sind dann enttäuscht, wenn die Märkte zurückgehen, besonders bei Silber und sonst was. Aber auch dasselbe gilt für Goldaktien. Und deswegen haben wir jetzt auch die letzten Monate, wo Goldaktien so saure Gurkenzeit ist. Es ist einfach gerade umso mehr wichtig, bei Goldaktien diese schlechten Zeiten aufzusitzen, dass wir diese Penny Stocks kaufen und dass wir das, wenn wir in die euphorische Phase kommen, das in den Markt abstoßen. Und gegebenenfalls eben dann davon mehr Gold und Silber kaufen und dann im Prinzip elegant, ohne systemisches Risiko, ohne Bankenrisiko, ohne Marktrisiko abwarten, wann die nächste große Kaufchance, sei es Immobilien, Standardaktien oder sonst was, sich bietet. Oder eben auch Goldaktien vielleicht. Ja, nochmal ganz kurz zu den 1970er Jahren. Das war eine der größten Chancen- und Goldaktiensektor, die es je gab. Da sind in der Endphase der 70er Jahre einige Aktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Es war möglich, aus 1000 Dollar irgendwo relativ ohne Probleme 50.000 zu machen, aber es wurden noch 100, 200, eine Viertelmillion gemacht, aus dem, wohlgemerkt aus dem Einsatz von 1000 Dollar, weil eben die Verzerrung so groß war und weil viele Goldaktien dementsprechend hoch sind. Auf ein ähnliches Phänomen hoffen wir jetzt an dieser Stelle auch. Und wir glauben, dass es dann Goldaktien sind, weil die jetzt im Augenblick so niedrig sind. Und aber dass man dann im Grunde genommen Goldaktien jetzt investiert, die große Superlative haben, und dass diese Superlative eines Tages dann, wenn alle rein wollen, eben preislich auch abgebildet werden. Ähm, ja, und da kann man sich natürlich nicht auf ein oder zwei Aktien fokussieren. Das geht dann meist schief. Man wird es im Vorfeld nicht wissen, sondern es gibt so eine Annäherungsstrategie. Einfach vielleicht sich 10, 20 solche Aktien hinlegen, schauen, welche entwickeln sich ganz gut, wo ist ein langfristiger Trend rauszumachen. Und das ist dann die Chance, eben, dass es dann auch in einer wirklichen Goldmania wirklich eine super hohe Entwicklung ist. Und so kauft man dann ständig vielleicht interessante Projekte ein. Man vermeidet damit das Klumpenrisiko. Und man hat die Chance, dass man an wirklichen Hochpotenzialprojekten mit beteiligt sind. Und da können im Grunde genommen ruhig vielleicht 10 oder 15% der Goldaktien kaputt gehen, wenn wir in einer Goldmania teilweise Anstiege unter 50 bis 100-fache haben. Dann spielen einige Aktien pleiten, die ich aber auch gar nicht unbedingt erwarte. Jetzt, wenn der Goldaktienmarkt ansteigt, kann man dann aussitzen. Also das ist der Hintergedanke, dass diese 19, Goldstock-Mania aus den 1970 Jahren im Grunde genommen sich wiederholt. Ja, es sind Aktien mit Superlativen, die stellt man zusammen und auch durch Beobachtung alleine. Ja, vielleicht nochmal zu diesem 1000-Becker-Report. Also wir versuchen ja diese Aktien zu identifizieren. Also wir schauen, wenn es möglich ist, dass man die Anzahl der Unzen an, schauen, was für ein Grad des Goldes haben die, in welchen Ländern sind sie, wie hoch ist die Marktkapitalisierung, rechnen damit ein Potentialfaktor, um die Aktien vergleichen zu können. Also das ist einfach mal eine theoretische Abschätzung, wo könnten diese Aktien bei Gold 2500 stehen, weil ich zumindest vor einiger Zeit gedacht habe, dass so die Summe der Höhepunkt der Goldaktienmania erreicht ist. Dann ist diese riesige Unterbewertung, die wird als erstes abgebaut. Das glüht auf, sind sie alle euphorisch. Bei Gold 2500 erwarten sicherlich alle Marktteilnehmer, dass Gold langfristig auf 510.000 Dollar geht. Und das wird dann vorher im Allgemeinen in die Goldaktien eingepreist. Das ist das Phänomen, wie ich Ihnen von 2004 gezeigt habe, dass schon 2004 der Höhepunkt der Goldaktien war. Und so kann es jetzt auch sein. Wir sehen das jetzt vielleicht in den nächsten 6, 12, wie auch immer Monaten, schon den Höhepunkt der Goldaktienentwicklung. Und danach ist es im Grunde genommen eigentlich attraktiver, Gold und Silber selbst zu halten, weil sie dann auch nicht das systemische Risiko haben.
es geht hier diese extreme Unterbewertung, das ist das Attraktive, und die wird möglicherweise jetzt mit den kommenden Anstiegen schlagartig abgebaut. Das ist halt so attraktiv. Wir haben auch eine Exit-Strategie. In was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist? Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Ich erwähne die deshalb, weil die immer an Gold und Silber gekommen ist, auch wenn es woanders Schwierigkeiten haben, wird im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Keine Anlagesummen können Sie jederzeit auch wieder in Cash wandeln. Ja, Preisvergleich, bevor Sie physisches Gold und Silber kaufen, einfach mal auf diese Preisvergleiche schauen. Nützliche Informationen, Kontakt mit, ja, ein paar Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, welchen Broker in der Schweiz, wo kann man hier einlagern, weitere Informationen zu Gold-Aktien, Bücher, Videos von anderen Statisten, however. Und wenn Sie Fragen generell haben zu Zustellungsprobleme oder Anregungen, wie auch immer, können Sie mich gerne kontaktieren unter angegebener Rufnummer. Ich würde Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, würde Sie bitten, wenn Ihnen das Video gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.